Willkommen zurück zu unserem Seminar zum Physikpraktikum. Heute schauen wir uns die lineare Regression am Beispiel von Praktikumsversuchen an. Als erstes Beispiel nehmen wir den Versuch photoelektrischer Effekt. Kann jemand noch mal kurz erklären, worum es dabei geht? Wir haben elektromagnetische Strahlung bei unterschiedlichen Frequenzen auf ein Metall, in unserem Fall Kalium, gestrahlt und anschließend die kinetische Energie der herausgelösten Elektronen gemessen. Daraus konnten wir das Planck'sche Wirkungsquantum sowie die Austrittsarbeit bestimmen. Genau. Und wie seid ihr dabei vorgegangen? Wir haben die kinetische Energie der Elektronen gegen die Frequenz der auftreffenden Strahlung aufgetragen. Die gemessenen Werte sind dabei mehr oder weniger entlang einer Geraden angeordnet. Und war das auch so zu erwarten? Naja, die kinetische Energie der Elektronen E kin und die Frequenz f der auftreffenden Strahlung hängen voneinander ab. Dabei sind das Planck'sche Wirkungsquantum h und die materialspezifische Austrittsarbeit der Elektronen phi zwei Konstanten. Wenn man sich die Gleichung also genauer anschaut, handelt es sich dabei um eine lineare Gleichung bzw. Geradengleichung. Denn in beiden Fällen hängt eine abhängige Größe y, in unserem Fall die kinetische Energie, von einer variablen Größe x, hier der Frequenz, ab. Das Planck'sche Wirkungsquantum entspricht dabei der Steigung und die Austrittsarbeit dem negativen Achsenabschnitt. Aber reicht euch das nun aus, um das Planck'sche Wirkungsquantum sowie die Austrittsarbeit zu bestimmen? Naja, nicht unbedingt. Man könnte zwar die Steigung zwischen zwei Messpunkten bestimmen. Da die Messwerte aber nicht alle genau auf einer Linie liegen, ist der so bestimmte Steigungswert von Punkt zu Punkt unterschiedlich. Bei dem Achsenabschnitt haben wir dann noch das Problem, dass wir gar keinen Messwert für eine Frequenz von 0 bestimmen können, da dies physikalisch gar nicht möglich ist. Exakt, aber trotzdem ist es möglich, aus Messwerten, die einen linearen Zusammenhang haben, eine allgemeine Aussage zu gewinnen und die Steigung und den Achsenabschnitt zu bestimmen. Und genau das ist der Zweck einer linearen Regression. Bei einer linearen Regression wird eine sogenannte Ausgleichsgerade bestimmt, welche alle gegebenen Messwerte bestmöglich beschreibt. Um die Geradengleichung der Ausgleichsgerade zu finden, greift man auf die Methode der kleinsten Fehlerquadrate zurück. Dabei schaut man sich an, wie eine Gerade von den gemessenen Datenpunkten abweicht. Dafür werden für dieselben Werte der variablen Größe, bei denen die Werte der abhängigen Größe gemessen wurde, mit Hilfe der Geradengleichung Geradenpunkte berechnet. In unserem Fall werden also für die untersuchten Frequenzen die kinetischen Energien bestimmt. Anschließend wird der Fehler, das heißt die Differenz zwischen berechnetem und gemessenem Wert, für jeden Messwert bestimmt und quadriert. Bei der Methode der kleinsten Fehlerquadrate wird nun die Geradengleichung, also eine bestimmte Steigung und ein bestimmter Achsenabschnitt gesucht, für die die Summe aller Fehlerquadrate so klein wie möglich ist. Grafisch kann man sich das so vorstellen. Die Abstände zwischen den Messpunkten und den entsprechenden Geradenpunkten bilden jeweils eine Seite eines Quadrats. Bei einer linearen Regression wird nun die Gerade gesucht, für welche alle Quadrate zusammen die kleinste Fläche bilden. Eine solche lineare Regression lässt sich zwar per Hand berechnen, aber Tabellenkalkulationsprogramme wie Microsoft Excel, LibreOffice oder OpenOffice bieten einfache Funktionen, mit denen sich nicht nur die Werte für die Parameter, sondern auch deren Standardabweichungen bzw. Ungenauigkeiten bestimmen lassen. Achtet beim Angeben der Geradengleichung aber darauf, dass ihr nicht y und x untersucht habt, sondern eben physikalische Größen, bei uns also E kin und f. Dementsprechend besitzen die Steigung und der Achsenabschnitt natürlich auch Einheiten. Dabei gibt es einen einfachen Trick, um die Einheit der Steigung zu bestimmen. Wenn ihr die Einheit der Steigung mit der Einheit der variablen Größe multipliziert, müsst ihr die Einheit der abhängigen Größe erhalten. Also anders gesagt, die Einheit der Steigung ist die Einheit der abhängigen Größe geteilt durch die Einheit der variablen Größe. In unserem Beispiel also muss man, um die Einheit des Planck'schen Wirkungsquantums h zu erhalten, Joule als Einheit der kinetischen Energie durch 1 durch Sekunde als Einheit der Frequenz teilen, was die Einheit Joule-Sekunde ergibt. Beim Achsenabschnitt ist es deutlich einfacher.
Dessen Einheit entspricht nämlich immer der Einheit der abhängigen Größe, in unserem Fall also Joule. Und wie findet man raus, ob so eine Ausgleichsgerade die Datenpunkte überhaupt gut beschreibt? Das ist eine gute Frage. Wie gut das Ergebnis der linearen Regression ist, zeigt euch das Bestimmtheitsmaß R². Es ist abhängig von der Summe der Fehlerquadrate, den gemessenen Werten sowie dem Mittelwert aller Messwerte. Wenn eure Messwerte zum Beispiel stark streuen, ist das Bestimmtheitsmaß der Ausgleichsgerade kleiner als 1. Je besser eine Ausgleichsgerade, also eure Messwerte, beschreibt, desto näher liegt der Wert von R² bei 1. Weicht der Wert deutlich von 1 ab, solltet ihr am besten eure Assistentin oder euren Assistenten um Hilfe bitten. Außerdem empfiehlt es sich, mögliche Ursachen in einer Fehlerbetrachtung zu diskutieren. Andi und Bilal, könnt ihr dann bitte noch einmal kurz zusammenfassen, was man bei einer linearen Regression alles beachten muss? Um Aussagen über Messwerte zu treffen, die einen linearen Zusammenhang haben, kann mit Hilfe einer linearen Regression eine Ausgleichsgrade bestimmt werden, welche die Messwerte am besten beschreibt. Dabei wird die Gleichung der Ausgleichsgrade basierend auf der Methode der kleinsten Fehlerquadrate bestimmt. Wie gut diese Gerade dann die Messwerte beschreibt, kann man anhand des Bestimmtheitsmaßes R² erkennen. Umso besser die Gerade das tut, umso näher liegt der Wert von R², nämlich bei 1. Und nicht vergessen, sobald es sich um physikalische Größen handelt, muss bei der linearen Regression auf Einheiten geachtet werden. Sehr schön. Dann machen wir jetzt eine kurze Pause, bevor wir uns anschauen, wie man mit Hilfe einer linearen Regression auch nichtlineare Zusammenhänge beschreiben kann.